Der Champions League-Knaller am 4. Spieltag. Paris Saint-Germain trifft auf den FC Bayern München und das verspricht wieder absolute Weltklasse. Heute gibt's meine Vorschau, Prognose und natürlich die mögliche Startelf von Vincent Kompany für das Duell vom FC Bayern gegen den amtierenden Titelträger PSG. Servus und willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Ja, liebe Bayern-Fans, am Dienstag steht uns ein richtiges Champions League-Feuerwerk bevor. Bayern auswärts beim PSG. Zwei absolute Top-Teams, ein Spiel, das ganz Europa elektrisiert. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere Werners Fußballecke, damit du in Zukunft kein Bayern-Video mehr von mir verpasst. Das Duell der Giganten. Hier treffen die aktuell wohl stärksten Mannschaften Europas aufeinander. Paris Saint-Germain, der Titelverteidiger, gegen den FC Bayern München, der aktuell in einer unglaublichen Form ist. Barcola, Dembélé und Kvaratskhelia auf der einen Seite gegen Luis Diaz, Michael Olise und natürlich Harry Kane auf der anderen. Das verspricht puren Offensivfußball auf Weltklasse-Niveau. Hier sehen wir schon mal die mögliche Bayern-Aufstellung von Vincent Kompany für das Spiel beim PSG. Bevor wir uns aber natürlich ausführlich über die Bayern-Startelf unterhalten, gibt es erst noch ein paar spannende Infos rund um das Spiel PSG gegen Bayern. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Champions League-Tabelle. Vor dem 4. Spieltag stehen PSG, Bayern, Inter Mailand, Arsenal London und Real Madrid alle punktgleich an der Spitze mit jeweils 9 Zählern. Ein Sieg am Dienstag könnte also schon die halbe Miete für den Achtelfinaleinzug sein. Das bedeutet Bayern, volle Konzentration und die 3 Punkte aus Paris mitnehmen. Und nicht vergessen, in 3 Wochen wartet schon der nächste Kracher. Arsenal gegen Bayern am 5. Spieltag. Ja, ein kleiner Formcheck. Der FC Bayern zeigt sich momentan in absoluter Bestform. Der souveräne 3:0 Heimsieg gegen Leverkusen war bereits der 15. Sieg in Folge. Mit einem unglaublichen Torverhältnis von 54 zu 10 Toren. Zum Vergleich, PSG hat in 15 Spielen 11 Mal gewonnen, 3 Unentschieden und eine Niederlage bei 40 zu 17 Toren. Ganz ehrlich, aktuell ist Bayern für mich die beste Mannschaft Europas. Schauen wir mal auf PSG. In der Liga läuft solide, aber nicht überragend. 3 Unentschieden in den letzten 5 Spielen zeigen, dass Paris verwundbar ist. Dafür läuft es in der Champions League umso besser. Ein 2:1 Sieg in Barcelona und ein unglaubliches 7:2 bei Bayer Leverkusen. PSG ist in der Königsklasse also richtig heiß. Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Aber klar, PSG ist der Titelverteidiger, also braucht es vollen Fokus, Respekt und die Bayern-Mentalität. Dann ist hier auf jeden Fall alles drinne. Bevor wir uns die Bayern-Aufstellung anschauen, werfen wir noch einen Blick auf die Top-Torschützen beider Teams. Und da wird's richtig interessant. Was sofort auffällt, PSG hat aktuell keinen echten klassischen Torjäger, der alles in Grund und Boden schießt. Stattdessen verteilen sich die Treffer auf viele Spieler, was natürlich auch zeigt, wie ausgeglichen und variabel dieser Pariser Mannschaft dann auch eigentlich ist. Ganze 10 Spieler bei PSG haben bereits mindestens 2 Tore erzielt. Also schon ein absoluter starker Wert, der viel über die Tiefe und Qualität des Kaders aussagt. Beim FC Bayern sind es immerhin 7 Spieler, die mindestens doppelt getroffen haben. Aber Bayern hat eben wohl auch den wohl besten Stürmer Europas in den eigenen Reihen. Harry Kane. Was für eine Wahnsinnsstatistik. 22 Tore und 3 Torvorlagen in nur 15 Spielen. Das ist absolut Weltklasse und unterstreicht, warum Kane aktuell vielleicht der kompletteste Mittelstürmer der Welt ist. Doch auch die Unterstützung drumherum kann sie sehen lassen. Luis Diaz, Michael Olise
und dazu auch Serge Gnabry. Alle gefährlich, alle torgefährlich und immer bereit, Kane perfekt in Szene zu setzen. Diese Mischung aus Kaltschnäuzigkeit und Teamgeist macht den FC Bayern derzeit halt so unglaublich stark. Und nicht nur in der Offensive läuft's, in nur 15 Spielen, 10 Gegentore, das ist Champions League Niveau. Dazu 54 erzielte Treffer, besser geht's kaum. Trotzdem, Vorsicht ist geboten, PSG-Mittelfeldmann Vitinha ist derzeit einer der Schlüsselspieler beim Titelverteidiger. Mit 6 Torvorlagen führt er das Team intern an und ist einer, der das Spiel aus der Tiefe perfekt lenken kann. Den darf man auf keinen Fall aus den Augen verlieren. So, liebe Bayern-Fans, jetzt wird's spannend. Wir schauen uns mal genauer, wie Vincent Kompany den FC Bayern im Hexenkessel von Paris aufs Feld schicken könnte. Also Leute, das hier wäre für mich persönlich die aktuell stärkste Bayern-Elf für so ein Topspiel in der Champions League. Klar, gegen Leverkusen hat Vincent Kompany ordentlich rotiert und das war aber auch richtig sinnvoll. Einerseits, um den anderen Spielern Spielpraxis zu geben, andererseits, um Leistungsträger wie Olise, Diaz, Kane oder auch Upamecano mal durchatmen zu lassen. Aber jetzt, gegen PSG, braucht es natürlich die besten Bayern-Spieler auf dem Platz. Und da würde ich sagen, in der Defensive alles so lassen wie zuletzt, denn was in den letzten Wochen funktioniert hat, das sollte man nicht ändern. Im Tor natürlich Manuel Neuer, Routinier, Leader, Rückhalt, der Mann ist einfach unverzichtbar in solchen Spitzenspielen. In der Innenverteidigung ganz klar Tah und Dayot Upamecano. Nur 10 Gegentore in 15 Spielen, das spricht eine deutliche Sprache. Auf den Außenpositionen links würde ich persönlich Konrad Laimer sehen, egal ob links oder rechts, der Typ spielt einfach eine bärenstarke Saison. Er bringt Tempo, Aggressivität und ermüdlichen Einsatz, genau das, was man jetzt am Dienstag in Paris braucht. Rechts sehe ich dann eher einen Stanisic oder Sascha Boe, beides gelernte Rechtsverteidiger, die defensiv stabil stehen. Ein Rafael Guerreiro wäre für mich die perfekte Option in der zweiten Hälfte für nochmal frische Erfahrung reinzubringen. Fazit: Defensive, stabil, eingespielt, selbstbewusst. So muss das sein. Im Zentrum natürlich Joshua Kimmich. Der brennt bestimmt schon seit Wochen auf das Spiel jetzt gegen PSG. Ehrgeizig, Leidenschaft, Führungsstärke, das ist Kimmich pur. Daneben setze ich auf Alexander Pavlovic. Seine Ruhe am Ball, seine Übersicht und seine präzisen Pässe sind Gold wert für das Bayern-Spiel. Ein Leon Goretzka oder Tom Bischoff könnten dann in der zweiten Hälfte nochmal frischen Schwung reinbringen, je nach Spielverlauf. Links außen natürlich Luis Diaz. Schnell, quirlig, bissig, immer torgefährlich und mit einem überragenden Auge für seine Mitspieler. Der Typ lebt Fußball und genau solche Spieler brauchst du auswärts in Paris. Rechts außen Michael Olise. Okay, zuletzt etwas unauffälliger, aber seine Bilanz spricht für sich. 7 Tore, 7 Vorlagen. Und wir wissen alle, Olise kann Spiele im Alleingang entscheiden. Auf der 10 würde ich aufgrund von Erfahrung und auch aktueller Form Serge Gnabry bringen. Der hat gegen Leverkusen wieder getroffen und wenn er im Flow ist, kann er jede Abwehr knacken. Ein Lennart Kahl wäre dann mein Joker für neue Power und Offensivakzente in der zweiten Hälfte. Natürlich hat Kompany hier die Qual der Wahl, aber egal, wie er sich entscheidet, er hat die Qualität, um das Team perfekt einzustellen. Im Sturm the one and only Mr. Harry Kane. 22 Tore in 15 Spielen. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Absolute Weltklasse, eiskalt vor dem Tor, der Albtraum jeder Defensive. Mein Fazit zur Bayern-Aufstellung: Wenn die Bayern auch in Paris so konzentriert, ruhig und effektiv auftreten wie in den letzten 15 Spielen, dann ist alles möglich. Auch ein Sieg im Prinzenpark.
Natürlich wird es wichtig sein, dass alle mit nach hinten arbeiten, denn Spieler wie Barcola, Dembélé oder Kvaratskhelia sind brandgefährlich, wenn sie Platz bekommen. Aber wenn Diaz, Olise, Kane und Gnabry defensiv mithelfen, dann kann Bayern dieses Spiel auch dominieren. Mitta und Upamecano als Wand hinten, Neuer als Fels im Tor und Leimer als Speedy Gonzales auf der Außenbahn. Das kann richtig, richtig gut werden. Und jetzt seid ihr dran, liebe Bayern-Fans. Wie würdet ihr den FC Bayern gegen PSG aufstellen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich bin mega gespannt auf eure Meinung. Und bevor wir zu meinem Tipp kommen, werfen wir natürlich noch mal einen kurzen Blick auf den Gegner, auf Paris Saint-Germain. Ja, das hier könnte die bestmögliche Startelf von PSG-Trainer Luis Enrique für das Topspiel gegen den FC Bayern sein. Allerdings muss Enrique auf gleich zwei ganz wichtige Spieler verzichten. Zum einen auf Shootingstar Désiré Doué, der mit einer schweren Verletzung ausfällt. Schon ein echter Verlust, denn Doué war zuletzt einer der kreativsten und gefährlichsten Spieler bei PSG. Und dazu fehlt auch Innenverteidiger Elia Zahbarni. Er ist nach seiner roten Karte gesperrt. Damit fehlen Paris direkt zwei Schlüsselspieler in diesem Champions League-Kracher. Aber klar, selbst mit diesen Ausfällen steht da immer noch eine absolute Weltklasse-Elf auf dem Platz. Die Offensive bleibt natürlich brandgefährlich. Barcola, Weltfußballer, Dembélé und wenn auch Kvaratskhelia. Das ist schon absolute Weltklasse. Ganz wichtig für das Spiel bleibt aber Vitinha beim PSG, der das Mittelfeld mit seinen Pässen und seiner Spielintelligenz lenkt. Liebe Bayern-Fans, da müssen Kimmich und Pavlovic richtig wach sein. Und auch auf der Außenverteidiger müssen die Bayern aufpassen. Achraf Hakimi rechts, Mendes links. Beide sind fallschnell, technisch stark und gefährlich, sobald sie in die Offensive gehen. Da wird's auf den Flügeln richtig zur Sache gehen. Im Tor steht Lucas Chevalier, der bislang eine bärenstarke Saison spielt. 7 Spiele ohne Gegentor in 15 Partien. Das kann sich sehen lassen. Also ja, das hier dürfte sehr wahrscheinlich die Startelf vom PSG-Trainer Luis Enrique sein, wenn es gegen den FC Bayern München geht. Und auch 2 Leistungsträger fehlen. Paris bleibt ein absolutes Top-Team, das jeden Gegner schlagen kann. Das wird auf jeden Fall ein richtiges Fußballfest, liebe Bayern-Fans. 2 absolute Top-Mannschaften voller Qualität, Tempo und Emotionen. Und genau so wollen wir Champions League-Abende sehen. Ja, mein Tipp für PSG gegen Bayern. Ich tippe erstmal auf ein 1:1 Unentschieden. Das wäre für Bayern auswärts schon ein starkes Ergebnis, aber wenn man ehrlich ist, da ist sogar mehr drin. Darum sage ich es einfach so, holt euch den 16. Sieg in Folge, Jungs. Also rausgehen, kämpfen und Paris zeigen, wer das Maß aller Dinge in Europa ist. Wie seht ihr das Spiel? Was ist euer Tipp für PSG gegen Bayern? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, was ihr so tippt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke, damit ihr auch künftig kein einziges Bayern-Video mehr von mir verpasst. Also Leute, Daumen drücken, mitfiebern und sportlich bleiben. Wir sehen uns. Tschüss.